Had to dash. You looked so peaceful, I didn't want to wake you. Je t'aime, Elise. Yeah, mit einem Smile direkt aufgewacht. Und die alle wissen nicht, was abgeht. Oh Gott, ey, das war schon mit dem Heißluftballon. Someone will come and collect it. Surely. Sicherlich, bestimmt, Arno, bestimmt. So, das Hotel Dieu. Der Weg des Hungers. Saint-Jacques sind wir da gerade. Die Schläger müssten wir verjagen und damit ist schon wieder jetzt der Bischof da. Initiate, do you read me? I'm sorry about all this noise. There's a waterfall of signal distortion. It's not looking good. How about one more boost before I lose this connection? Sending you the data now. So, verbesserte Phantomklinge, das dickste Fell, Giftgas, Schloss, Knackermeister, Gnadenstoß am Boden und Eisenfell. Hört sich doch wunderbar an. Ich bin dabei. Scheiße, verbraucht das viele Punkte. Immerhin, wir haben jetzt Health. Das muss man dazu sagen. Den Schlossknackermeister, darauf kann ich vorerst auch noch verzichten. Allerdings wichtig für mich wäre der Gnadenstoß. Den hätten wir selbst aber nicht gehabt, nachdem wir die Stangenwaffen uns nicht geholt hätten. Weil die wären so wie die anderen 4 Punkte. Die verbesserte Phantomklingen. Ohne verbessern zweimal nachladen. Das kann auch nicht schaden. Wir brauchen auf jeden Fall Punkte für die zukünftigen Sachen. Das könnte sehr interessant sein. You're close to the goal. Okay, so hold fast. Our own research couldn't locate the date and place of Germain's death, so you'll have to find it yourself. Bishop out. Selber das Ding finden. Die Mondgolf-Jährenfahrten. So. So, wenn man sich jetzt unser Leben anschaut, dann kommt man schon darauf, dass das ganz schön tanky geworden ist, was wir jetzt sind, ey. Ich müsste eigentlich allein mal aus Interesse bei Ausstattung mir die Dings holen. Einfach nur einmal, um zu sehen. Banditenkniehosen. Wo sind sie denn? Mittelalterlichen Kniehosen, genau. Wir kaufen die erstmal nur. Die können wir eigentlich auch upgraden. Machen wir mal 12.000 Punkte, yo. Gesundheit 3 von 6. Mittelalterlicher Gürtel. Wird aber auch mit Leben vollgeworfen. Das macht mich aber auch dementsprechend natürlich laut. Phantomarmschienen, die mittelalterlichen Armschienen. Oh, wir haben nicht mal das Geld dafür. Naja. So, warte mal. Wir gehen aber zurück zu unseren Phantomgürtel. Weil ich möchte einfach nur die Dinger mal haben, damit ich sie irgendwann mal anziehen kann, testweise. So, Skülocken. Ich hätte gerne eine Phantomkniehose. Naja. Gut. Bei den Brustteilen haben wir ja schon die mittelalterlichen Dinger genommen. So, meine Truhe ist voll. Das ist ja auch wieder mal erfreulich. Das wollen wir doch sehen. Der nächste Auftrag wäre... Ach, da drüben. Okay. Egal, wir gehen noch zum Café, würde ich sagen. Und ich glaube, dann könnte ich hier die Aufnahme vorerst erstmal beenden. Da wir die Sequenz 9 jetzt ja abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, ob ich euch dann noch irgendwas zeigen will oder noch machen will. So, warte mal, holen wir uns erstmal die Truhe. Not a bad take. Good afternoon, sir. Ich wollte eine Sache noch nachgucken. Hier oben war doch noch
irgendwo mein eigenes Zimmer, wo da auch Briefe von Elise da waren. Ach, Einzelspieler andenken. Neun von 12, wir sind schon relativ weit. Brings back some memories. That takes me back. That takes me back. Ja, natürlich. So, der Heißluftballon ist das letzte. Ja, dann haben wir nur noch 3 Sachen. Das heißt, 3 Sequenzen fehlen uns noch. Und dann sind wir mit der Story theoretisch durch. Das heißt, ich würde sagen, beim nächsten Mal, wenn wir Assassin's Creed Unity spielen, sind wir durch. Die Andenken, Einspielmissionen 9 von 12. Jo, Pariser Geschichten 5 von 9. Oh, ein Helixriss werden wir damit also auch noch finden. Oh. Ein bisschen was fehlt uns also noch. Ausrüstungsstatue. Unsere Fernkampfwaffe ist die schwächste. Ha. Kann man daran nicht irgendwas ändern? Ein bisschen Geld haben wir ja. Ausrüstung, Waffen. Gucken wir uns mal im Fernkampf an. Das sieht schon mal nett aus, das Ding. Eine vergoldete Pistole. Okay. Die hat auch hohe Geschwindigkeit. 5-schüssige Entenfuß. Die Waffe ist natürlich noch schneller als Arnos Pistole. Ich denke mal, dann kaufen wir die auch. So, dann ist die vergoldete Pistole damit unseres. Verbessern können wir die ja irgendwann anderen Mal. So. Damit ist auch die Statue auf dem höchsten Level. Wir sind so ziemlich ein Meister-Assassine von dem, was wir jetzt von Equipment her haben. Unsere Skills könnten wir noch ein bisschen verbessern. Das muss ich sagen. Wo sind denn jetzt hier? Wo ist denn der perfekte Raum, den ich suche? Hier, glaube ich. Arnos Zimmer, genau. Haben wir hier die Briefe, ne? Briefe von Elise. Briefe lesen, neue verfügbare Briefe keilen. Ha. Dearest Arno, I can barely conceive how much has changed in the last 3 years. How far our roads have taken us. Sometimes I feared our paths would diverge forever. Or else come together at loggerheads like the star-crossed lovers in some hackneyed stage piece. Yet here we are. Not the same brash children we once were, nor yet strangers. When this is over, when Germain is dead at our feet and my father rests, who then will we be? Assassin mentor and Templar Grandmaster? The continuation of the old, or the beginning of something new? Will we shape the future of our world, or will we retire quietly to the countryside to raise goats? I can just see you, a goat herd, leaping and climbing about the Alps. No goat would have a chance of escaping you. I do not know what the next days, months, years will bring. All I know is that we shall remain Arno and Elise. And with that, I am content. Je t'aime, Elise. Dear Arno, I confess I'm not entirely sure what to say here. It was good to see you again. Somehow rings hollow. An empty space unfit to contain the totality of my feelings. And yet I am pleased. Pleased that the assassins have not changed you completely. I suppose I shouldn't be surprised. You never were one to be easily awed. It seems we have both found ourselves at an impasse in the hunt for my father's killer. Perhaps together, we can accomplish what neither of us could alone.
It's nice to think that after all this time, we're still better together than apart. Yours, Elise. Da hat's aber noch keine Liebesabschlüsse gemacht. So, warte, das kennen wir. Paris, September 23rd, 1788. Dear Arno. Ich glaube, das. So. Oh, Arno. What have you done? I know we didn't part on the best of terms, but to go running to the assassins? My father kept you away from them for a reason. Their creed is like wine, sweet enough at first blush, and in moderation it makes life seem more bearable. But drink too deeply, and you find naught but madness and anarchy. No doubt they've already filled your mind with tales of how dreadful we Templars are, that we would make slaves of humanity and place our boots on the world's neck. You knew my father, and you know me. I can only pray that is enough to give the lie to those tales. My order has turned against me, and I am hunted by those I once called friend. I could not bear it if you turned against me also. Think of me, and be well. Elise. Paris, September 23rd, 1788. Dear Arno, I never thought I could be so bored in Paris. Can you imagine it? The greatest city in the world, and here I am, stuck in endless lectures from dawn to dusk. It's worse than that winter we spent in Strasbourg. Do you remember? When it snowed for a week straight, and we couldn't leave the house, and all the books in the library were in German. We convinced that cook the house was haunted by some young Frankish prince, and the poor man refused to leave his kitchen without a rosary in one hand and a Bible in the other. I miss those days. The things I'm learning from Father's friends are... well, I wish I could tell you about them. Someday, perhaps. But not now. And not like this. But still, I find myself missing those days. Missing home. Missing you. Next time Father comes to Paris, you must persuade him to bring you along. I remain... Arno and Elise. So, was haben wir hier noch? Ach, Spielerlevel. Ton haben wir 90%. So. Und 83% der Pariser Geschichten. Momentan werden uns aber hier auch keine mehr angezeigt. Das heißt, da kann ich nicht mehr viel machen. Irgendwann werde ich mich den Knochen des Anstoßes und des Attentats auf Jean-Paul Marat kümmern. Ach, warte mal, hier ein romantischer Spaziergang. Das Ganze in unserer Nähe. Ich würde sagen, das machen wir noch zum Abschluss. Damit ich zumindest die Pariser Geschichten hier noch weitergebracht habe. Vielleicht sogar fertig. So. Aber wir sind schon 4 Stunden und 46 Minuten am Aufnehmen. Läuft ganz gut, ne? Wir sind einiges vorangekommen. Die Story ist jetzt schon so gut wie durch. Immerhin. Aber jetzt, am Ende der Sequenz 9, kann man eigentlich nur sagen, dass alles sich in die richtige Richtung bewegt. Man ist wieder zuversichtlich. Elise und Arno sind zusammen und möglicherweise könnte eine Zusammenarbeit zwischen Assassinen und Templern bevorstehen, wenn sie wirklich irgendwie die Kontrolle übernehmen. So, den Weg freiräumen, damit Napoleon und Josephine einen schönen Spaziergang genießen können. Aha.